Rechts rundum. Cluny geht's täglich sehr gut. Hallo zusammen, ich bin Martin Fuchs. Das hier ist Leone J. Herzlich willkommen bei uns in der Schweiz. Martin, vielen Dank, dass wir heute hier bei euch sein dürfen. Du bist einer der erfolgreichsten Springreiter der Welt und viele Reitsportfans da draußen kennen dich natürlich. Aber wir wollen dich heute noch ein bisschen besser kennenlernen und würden deswegen direkt mit einem Spiel starten. Du ziehst einmal eine Karte und erzählst uns das Erste, was dir zu dem Begriff einfällt. Los geht's. Urlaub, Strand, Sonne, genießen. Ja? Hast du ein Lieblingsurlaubsziel? Cabo in Mexiko. Weil? Super Wetter, coole Leute, gute Atmosphäre und einfach ein Traumort. Also Gesamtkonzept stimmt. Gesamtkonzept stimmt. Okay, dann nächste Karte. Giro Aachen. Traumturnier, super Atmosphäre, wirklich toll. Publikum, Riesenplatz und Rolex Grand Prix. Okay. Rückschläge. Ja, jetzt sind wir auch wieder in Aachen. Als ich im Rolex Grand Prix mit Cluny sehr nahe dran am Sieg war, aber dann am letzten Hindernis hatten wir eine Verweigerung. Es war ein großer Rückschlag, aber ich habe sehr viel daraus gelernt, zusammen mit Cluny. Und ich glaube, das hat uns unsere Karriere sehr geprägt. Also hat euch als Team noch näher zusammengebracht. Ja. Hobbys. Spazieren, lesen, Wellness, bisschen Spa, Zeit für mich. Ja. Ja, ist bestimmt ganz wichtig. Dankeschön. Vorbilder. Mein Vater sicher, Steve Gerda. Schon immer als kleiner Junge war ich ein großer Fan von ihm und habe ihm ein bisschen auf Turnieren mitgeholfen. Und jetzt natürlich, wo wir so gut befreundet sind und immer zusammen auf Turnier sind, ist er immer noch ein großes Vorbild. Ja, wie ist das so, wenn man dann zu seinen eigenen Vorbildern irgendwie aufschließt? Ist schon speziell, aber trotzdem es bleibt immer noch eine spezielle Freundschaft und eben wie gesagt das Vorbild bleibt auch noch, wenn man sehr gut befreundet ist, weil man sieht einfach, wie viel Erfolg er mit verschiedenen Pferden haben kann über die Jahre und das ist sehr schön zu sehen. Ja, das stimmt. Der letzte Begriff? Heimat, Schweiz und auf dem Pferd. Also wenn ich mit meinen Pferden unterwegs bin, dann ist irgendwie immer Heimat, wenn ich auf dem Pferd sitze, da fühle ich mich wohl. Und da ist egal, ob wir in der Schweiz oder im Ausland sind. Also hast du immer so ein Stück zu Hause, was dich dann begleitet. Ja. Das ist natürlich praktisch. Dankeschön. Danke dir. Hier in Wengi habt ihr optimale Bedingungen für euch und für eure Pferde. Wie ist die Geschichte dahinter? Das ist ja ein echter Familienbetrieb. Ja, das ist so. Der Stall hat mein Vater oder meine Eltern von dem Cousin von meinem Vater Alois gekauft. Alois hat den Betrieb hier lange geführt und dann an uns verkauft. Und dann bin ich hierher gezogen. Zuerst habe ich den Stall alleine geschmissen, aber jetzt vor 2 Jahren sind meine Eltern auch hierher gezogen und unterstützen mich dabei. Und das hilft mir extrem, weil jetzt halten sie mir den Rücken frei. Ich schaue auf meine Turniere, ich kümmere mich um meine Pferde und sie kümmern sich sonst um alles rund um den Stall. Und ich kann voll fokussiert auf die Turniere sein. Okay, wir freuen uns auf jeden Fall, euch nachher auch so ein bisschen bei eurem Zusammenspiel in der Familie hier auf dem Betrieb zuzuschauen. Dein Vater Thomas war ja auch selbst sehr erfolgreich für die Schweiz im Springsattel unterwegs, genauso wie dein Onkel Markus. Er hat sogar mit seinem Pferd Tinkers Boy den Rolex Grand Prix bei uns in Aachen gewonnen.
Wie war denn dein erster Kontakt zu Pferden? Wie waren deine Anfänge? Ja, ich komme wirklich aus einer Reiterfamilie. Meine Mutter war ebenfalls Schweizer Meisterin bei der Elite. Und ich denke, das wurde mir ein bisschen in die Wiege gelegt. Ich hatte schon immer sehr gern Pferde. In unserem alten Stall in der Nähe von Zürich war ich schon als kleiner Junge immer ums Pferd rum und habe dann als 7-jähriger Junge angefangen zu reiten. Und von da an hat mich eigentlich das Pferdefieber ergriffen und ich war immer sehr, sehr motiviert und ambitioniert. Wie hieß dein erstes Pony? Weißt du das noch? Kleopatra. Kleopatra. Ja. War sie auch eine richtige Dame dann? Ja, sie war eine Fuchsstute, gleich alt wie ich, also die ist jetzt auch 29 und damals war sie ebenfalls 7-jährig. Und, ja. Okay, wir freuen uns schon einmal in deine Reitanfänge zu blicken und die haben wir jetzt für euch. Also wir haben gerade deine Reitanfänge gesehen. Wo geht's jetzt hin? Jetzt gehen wir in meine Stallgasse. Okay, gerade noch mal zu deinen Anfängen zurück. War das damals ein Vorteil oder ein Nachteil für dich, dass du aus so einer prominenten Reitsportfamilie kommst? Ja, das war sicher ein Vorteil für mich, weil ich kannte vieles ums Pferd rum. Meine Eltern haben mir alles schon sehr gut beigebracht als kleiner Junge und das hilft einem extrem, wenn man schon früh alles auf die richtige Art lernt. Und das merke ich auch jetzt noch. Also die Basis, die sie mir ermöglicht haben, ist natürlich Gold wert. Also ein klarer Vorteil. Ja, ein klarer Vorteil. Du warst ja schon sehr erfolgreich unterwegs in deiner Junioren- und junge Reiterzeit. Stand für dich von Anfang an fest, dass es auch beruflich in Richtung Reitsport gehen soll? Ja, die Junioren- und junge Reiterzeit war sehr eine coole Zeit für mich und ich habe diese Turniere extrem genossen und die Routine, die ich dort sammeln konnte, war sehr, sehr wichtig an den Championaten. Und da wusste ich bereits, dass es mir extrem viel Spaß macht und dass ich weiterhin auf die Pferde setzen möchte und das beruflich machen möchte. Und das hat geklappt. Wie war denn damals für dich der Sprung vom junge Reiterlager zu den Großen ins Seniorenlager? War das eine große Herausforderung für dich oder ist es dir verhältnismäßig leicht gefallen? Der Sprung war eigentlich relativ leicht für mich, da ich schon während der Junioren- und junge Reiterzeit viel bei den Großen mitreiten durfte. Und da ich aus einer Reiterfamilie komme, kannte ich schon viele von den Top-Reitern. Also war ich nicht so eingeschüchtert, wie man vielleicht sonst sein kann, wenn man an ein 5-Sterne-Turnier kommt. Und ich kannte schon alle Reiter, ich wurde sehr, sehr herzlich willkommen und das hat mir natürlich sehr geholfen. Ja, hast du einen Tipp für Springreiter, die vielleicht genau vor dem Problem stehen, dass sie so ein bisschen ehrfürchtig dann sind? Ja, also das braucht man wirklich nicht zu haben, weil alle 5-Sterne-Reiter waren mal am selben Ort und die respektieren die Jungen, die nachkommen und das ist sehr wichtig, dass es Nachwuchs gibt und dass man ein bisschen Druck von den jungen Reitern kriegt. Okay, du hast vor allen Dingen deine Erfolge oder auch den Umstieg dann ins Seniorenlager einem bestimmten Pferd zu verdanken, und zwar Cluny, der hier zu meiner Rechten steht. 2015 seid ihr das erste Mal beim Championat bei den Großen an den Start gegangen, bei uns in Aachen, die Europameisterschaft. Was war das für ein Gefühl? Vor allen Dingen hattet ihr ja dann auch den schönen Erfolg eben mit der Bronzemedaille fürs Schweizer Team. Ja, Cluny habe ich wirklich extrem viel zu verdanken. Er ist ein Ausnahmepferd und hat mir so viel beigebracht über die Jahre. Nicht nur die großen Erfolge, sondern auch die Misserfolge, aus denen wir sehr viel lernen durften. Und wenn man natürlich so ein Pferd hat, der einem den Einstieg in die Weltspitze ermöglicht, das hilft einem extrem, so ein Ausnahmepferd unterm Sattel zu haben. Und wir hatten wirklich eine super schöne Zeit zusammen. Ja, die wollen wir uns jetzt auch einmal näher anschauen, denn ihr seht jetzt Martin und Cluny in Aktion. Avec Cluny, Martin Fuchs! Wir hatten natürlich große Hoffnungen in Cluny, als wir ihn gekauft haben, aber dass es so ein
Ausnahmepferd wird, von dem darf man gar nicht träumen. Ich habe das wirklich nie erwartet, dass wir so viele große Erfolge feiern können zusammen. Und das macht mich extrem stolz, dass Cluny das erfolgreichste Springpferd in der Schweizer Geschichte ist und ja, dass ich sein Reiter sein durfte. Das war wirklich mein emotionalster Sieg, der große Preis in Genf. Das war wirklich so ein schöner Moment. Viele Tränen, Freudetränen und ja, ich habe gerade gestern nochmals die Fotos angeschaut von dem Sieg und das sind spezielle Momente, die man nie mehr vergessen wird. Mit diesem jungen Mann hier bist du Schweizer Meister geworden, du bist Vize-Weltmeister geworden, du bist Europameister geworden und hast zum ersten Mal dann den Rolex Grand Prix in Genf gewonnen. Also ein ganz besonderes Pferd. Dann kam der Weideunfall letztes Jahr. Wie geht es Ihnen heute? Ja, Cluny geht's eigentlich sehr gut. Wie ihr seht, verbringt viel Zeit auf der Weide, jetzt halt nur auf dem Sandpaddock, weil es das Wetter nicht zulässt, aber normalerweise geht er auf die große Grasweide. Wird täglich wieder geritten. Es ist sehr wichtig, dass die Schulter bewegt wird und mobilisiert wird. Und ist wirklich, er genießt die Zeit hier zu Hause, ist auch unter dem Sattel extrem motiviert. Und wie ihr seht, er ist immer sehr frisch und aufmerksam. Wir haben gerade viel über seine Erfolge gesprochen. Kannst du dich denn noch an eure erste Begegnung erinnern? Ja, das war unsere erste Begegnung. Mein Freund Michael Cristofoletti hat mir ein Video von ihm geschickt und gesagt, das wäre ein super Pferd für mich. Und dann sind mein Vater und ich sofort losgefahren, um ihn auszuprobieren. Und als mein Vater seine Decke abgenommen hat und den Senkrücken, oder er hatte ein bisschen leichten Senkrücken als junges Pferd, gesehen hat, hat mein Vater gesagt, da musst du gar nicht aufsteigen, so ein Pferd kaufen wir sowieso nicht. Am Ende ließ er mich dann trotzdem aufsteigen. Ich habe ein paar Runden geritten, die ersten Sprünge gemacht und habe mich sofort in Cluny verliebt. Ja, und der Rest ist Geschichte. Und der Rest ist Geschichte, ja. Was zeichnet ihn aus? Was macht ihn natürlich, er ist für dich ein ganz besonderes Pferd. Was macht ihn so besonders? Er ist sehr intelligent, nicht nur im Parcours, sondern auch sonst im Umgang mit Pferden. Das war auch schön im Tierspital in Zürich, haben die Pfleger extrem von ihm geschwärmt und gesagt, das ist das schlauste Pferd, das sie im Stall haben und in der Klinik haben, weil er einfach mitmacht und er versteht, was die Leute von ihm verlangen. Und das hat mir auch im Parcours extrem viel geholfen. Er war immer sehr schlau am Sprung, er hatte nie seine Unruhe verloren. Und darum konnten wir so viele große Erfolge feiern. Was macht eure Partnerschaft aus? Ihr seid schon so lange ein Top-Team. Was hast du von ihm gelernt oder er vielleicht auch von dir? Ja, ich habe sicher sehr viel von ihm gelernt. Anfangs unserer Karriere war er damals noch etwas unruhig und manchmal nervös. Darum auch die Verweigerung im Rolex Grand Prix in Aachen am letzten Hindernis. Und von da an habe ich mich eigentlich versucht, viel mehr in ihn reinzuversetzen und ihn zu verstehen, warum das passiert ist und wie wir das so etwas verhindern können. Und das ist uns sehr gut gelungen dann in der Zeit danach, weil ich wirklich ihm mehr Vertrauen schenken konnte und wir uns am Ende fast blind vertrauten. Der Unfall hat Clunys sportliche Karriere beendet. Heute ist er aber immer noch bei dir. Als glücklicher Rentner, hoffe ich. Was sagt ihr denn zum Rentnerdasein? Ja, er genießt das sehr. Er verbringt viel Zeit draußen und das hat er sowieso am liebsten. Aber er genießt es auch hier, um die Leute herum zu sein, weil alle mögen Cluny natürlich sehr speziell und er kriegt sicher am meisten Leckerlis von allen Pferden. Und er ist auch sehr happy, wenn er wieder ein bisschen geritten wird, weil er ist immer sehr motiviert unter dem Sattel und man merkt, dass er das wirklich genießt. Okay, und wie er das genießt, das wollen wir jetzt einmal selbst sehen, denn hier seht ihr einen Ausschnitt von Clunys Rentnerleben.
2021 war für dich sportlich gesehen ein sehr erfolgreiches Jahr, trotz Clooneys Unfall. Das hast du wieder einem Schimmel zu verdanken. Und zwar ihm hier, Leone J. Ihr seid Europameister mit dem Team geworden. Ihr seid Vize-Einzel-Europameister geworden. Und dann konntest du auch noch deinen Titel verteidigen, 2021 beim Rolex Grand Prix in Genf. Was war das für ein Gefühl? Ja, wirklich ein toller Sieg. Etwas unerwartet, weil Leone ja erst 9-jährig war und wir auf diesem bereits sehr gute Resultate hatten, aber dass wir bereits den Rolex Grand Prix gewinnen können vor den besten Pferden auf der Welt, das war dann schon ein sehr spezielles Gefühl. Ja, vor allen Dingen wieder in der Heimat. Was macht Leone J aus? Wie ist er so vom Typ? Ja, Leone ist ein unglaubliches Pferd, hat wirklich alle Qualitäten, ist immer sehr motiviert, hat extrem viel Blut. Als Reiter versuche ich eigentlich immer, ihn einfach ruhig zu halten. Er braucht auch nicht viel Training, es ist wirklich alles sehr wichtig, dass er einfach ruhig ist. Auch in Genf habe ich ihn die 2 Tage davor 2 Trainingsparcours geritten, einfach um ihm Vertrauen zu geben und ein bisschen Dampf rauszulassen. Und dann im großen Preis war er wirklich fantastisch. Erneut bist du jetzt Anwärter auf den Rolex Grand Slam. Eine große Herausforderung, die bis jetzt ja erst einem gelungen ist, Scott Brash. Wie geht man das an? Also wie ist es jetzt für dich, auch schon erneut wieder in dieser Position zu sein? Ich versuche nichts anderes zu machen, auch wenn ich jetzt Live-Contender vom Rolex Grand Slam of Showjumping bin. Ich habe wirklich tolle Pferde, die das Potenzial haben, um so ein Major zu gewinnen. Aber wie gesagt, ich versuche nichts anderes zu machen, einfach mich gut auf die Turniere vorzubereiten. Das sind sowieso die Hauptziele im Jahr, ob du Live-Contender bist oder nicht. Und von dem her ändert sich nicht viel, aber natürlich wäre es schön, um diesen Rolex Grand Slam mal anzupeilen. Ja, das stimmt. Wie sieht denn deine Saisonplanung aus? Jetzt als nächstes Highlight steht das Dutch Masters vor der Tür. Da will ich natürlich wieder voll bereit am Start sein und mein Bestes geben. Und dann sind eigentlich die Turniere alle ein bisschen um die Rolex Grand Slams herumgestaltet. Leone J wird sicher am CHIO in Aachen am Start sein. Dann haben wir die Weltreiterspiele, was auch ein großes Ziel sind. Und davor noch das Weltcup-Finale, also es ist wieder ein vollgepacktes Jahr. Ja, du hast wieder große Ziele dieses Jahr. Du hast es gerade kurz angesprochen, CHIO Aachen. Leone J war 2021 auch wieder bei uns am Start, war schon 2019 bei uns als Youngster. Wie gefällt es ihm denn bei uns? Was sagt er zuerst? Ja, Leone J, der liebt Aachen wirklich. Das erste Mal 2019 durfte er in der Sparkassen Youngster Tour dort an den Start gehen. Und er war 4 Parcours 0, sprang fantastisch. Ich weiß noch, ich bin aus dem Parcours rausgekommen vom Finale und habe mich umgesehen zu meinen Besitzern und Freunden und habe gesagt, in 2 Jahren sind wir hier zurück und werden den großen Preis bestreiten. Und so war es dann auch. 2021 war er bereits gut klassiert im großen Preis, sprang beide Runden auch wieder sehr souverän. Und das gibt mir sehr viel Selbstvertrauen für dieses spezielle Turnier. Ja, wäre das denn dann auch so ein Kandidat, wo du sagst, okay, mit dem könnte ich dann auch mal den Rolex Grand Prix in Aachen gewinnen? Das Ziel ist es natürlich, wenn man so ein Pferd hat wie Leone J, ist natürlich so ein Major, also ein Rolex Grand Prix in Aachen, immer ein Ziel. Wie gesagt, ihm gefällt die Seurs extrem, er liebt es, auf Gras zu gehen. Und ja, wir werden dieses Jahr sicher dort am Start sein und unser Bestes geben. Wir drücken euch dabei auf jeden Fall die Daumen. 2022 wird beim CHIO Aachen nochmal spannend. Aber vorher wollen wir die beiden hier einmal in Aktion sehen. Und zwar jetzt. Und jetzt geht's los. Nochmal großer Platz. Leone J, Martin Fuchs, Schweiz. Now the final Rolex Oxa, well inside the time, beautifully clear, 67.04. That was a most accomplished round by Martin Fuchs and Leone J.
Martin, wir haben dich und Leonie J ja gerade im Einsatz gesehen. Einer, der bei deinen Erfolgen oder bei euren Erfolgen immer an eurer Seite ist dein Vater Thomas. Nicht nur als dein größter Unterstützer, sondern auch als dein Trainer. Wie kann man sich denn die Zusammenarbeit zwischen euch vorstellen? Ist es immer harmonisch oder zofft ihr euch auch mal? Meistens schon, ist schon ziemlich harmonisch. Ja, da war muss ich sagen, als er noch ganz klein Junioren geritten ist oder noch vor Junioren, da war schon einiges mehr meine Frau dabei und hat da eigentlich den ersten Schritt mit ihm unternommen. Oder die ersten Turniere hat sie gemacht und nachher bin ich dann langsam eingestiegen, wo ich dachte, dass es vielleicht lernt. Du dachtest, dass er es vielleicht lernt. Ja, mit Erfolg offensichtlich. Wir wollen natürlich ganz viel über Martin erfahren. Deswegen geht meine nächste Frage direkt einmal an den Papa. Was zeichnet Martin denn A als Menschen und B als Reiter aus? Gut, ich glaube, als Menschen ist fleißig, hat Pferde gern. Das muss man auch, wenn man da richtig mitmachen will. Im Sport denke ich vor allem die Nervenstärke, was ich glaube auch damit zu tun hat, weil er schon sehr viele Championate geritten hat, schon Children, dann so eine Youth Olympic, dann junge Reiter und jetzt muss ich sagen, ja, schon seine Nervenstärke. Ja. Ja, die Liebe zu den Pferden wurde ihm ja auch so ein bisschen in die Wiege gelegt. Hat er denn auch Macken? Gibt es da sowas, so einen Tick? Ja, früher war die Macke gar kein Gemüse, Essen. kein Milch, kein Joghurt. Kein Fisch, kein Salat. Jetzt ist eigentlich schon alles so ziemlich, ja, isst er alles und ja, was soll ich sonst machen? Gut, ich kann jetzt auch nicht alles verraten, oder? Aber, ja, das stimmt. Ein bisschen was muss auch noch geheim bleiben. Wir wollen euch beide aber einmal in Aktion sehen, euch bei eurem Training zuschauen und darauf freue ich mich schon. ja, mach einmal links durch die Mitte, rechts rundum, die 3 Gavaletti nehmen. Kann ich aufstellen? Also noch einmal die Mitte. Ochse, ein bisschen warten. Rechts rundum, die Linie da in 4 Galopprünge, ist aber ganz einfach. Gut, ja, okay, lass eine Runde traben. Von hier oben hat man auf jeden Fall den besten Ausblick und eigentlich könnte ich den beiden noch stundenlang beim Training zuschauen. Aber wir kommen jetzt zu einem Part, der mir immer besonders viel Spaß macht, und zwar zu euren Fragen. Deswegen kommt mit, die werden wir jetzt einmal Martin stellen. Martin, hier haben wir einmal Fragen aus der Community an dich. Bist du bereit? Bereit. Okay, Miss XY fragt, was waren für dich die schönsten Momente in deiner Karriere? Ich hatte schon sehr viele schöne Momente, natürlich immer die Championate sind ganz speziell. Ich würde sagen, die Silbermedaille bei den Weltreiterspielen in Tryon mit Cluny und dann den Sieg im Rolex Grand Prix ebenfalls mit Cluny 2019. Okay, bereit für die nächste Frage, auch wieder von Miss XY. Hast du Erinnerungen mit deinen verschiedenen Pferden, die dich heute noch zum Lachen oder Schmunzeln bringen? Ja, natürlich, immer wieder. Es gibt viele Erinnerungen, nicht nur Siege, sondern auch der erste Ausritt mit Cluny, wo er mich abgeladen hat und ich runtergefallen bin und er alleine losgerannt ist. Das war ein Schockmoment und solche Dinge vergisst man einfach nie. Wie hast du dich gefühlt dann damals? Bist du dann erstmal deinem Pferd hinterhergelaufen? Ja, da hast du natürlich Angst, dass was passiert und das Pferd ist frei, aber danach konnten wir ihn wieder einfangen und unseren Ausritt weiterführen. Ja, dann kann man wahrscheinlich hinterher auch drüber lachen, genau, in dem Moment erstmal nicht. Okay. Laura fragt, welches von diesen 5 Pferden würdest du am liebsten mal reiten und weshalb? Als erstes Killer Queen, zweites, was zur Auswahl steht, ist Stargold, dann Clint-Rexo Z, Queraume de Hus und C4.
sind alles super Pferde. Ich würde sagen Killer Queen. Killer Queen so eine Ausnahmestute und viel Blut, extrem viel Galopp. Ich denke, die würde mir auch noch liegen, aber ich hätte sicher Schwierigkeiten, um so einen guten Job zu machen, wie der Daniel das tut. Leonie Bütikofer fragt, wie oft und lange bist du wegen Turnieren unterwegs? Ich bin normalerweise ca. 45 Wochen im Jahr unterwegs auf Turnieren und das jeweils von Mittwoch bis Sonntag oder von Donnerstag bis Sonntag, also relativ oft. Eine andere Laura fragt, wenn du ein Team für den Mercedes-Benz Nationenpreis zusammenstellen dürftest, welche 3 Reiter würdest du für dein Team nominieren? Das wären Steve Gerda, Ben Maher, Daniel Deusser und ich. Also ein unschlagbares Team, quasi. Und als Abschlussfrage fragt Paula Weiske, kommen deine Pferde regelmäßig raus? Ja, meine Pferde kommen täglich raus. Jetzt beim Regen ist es ein bisschen schwieriger, aber trotzdem gehen die auf den Sandpaddock und dann, wenn das Wetter zulässt, gehen die täglich auf die Wiese, werden an der Führmaschine bewegt, werden geritten, also sie sind immer mindestens 3-mal am Tag kommen die raus, normalerweise eher 4 bis 5-mal. Das hört sich sehr gut an. Jetzt habe ich persönlich auch noch eine Frage, und zwar von einer Skala von 1 bis 10. Wie ehrgeizig bist du? 9. 9. Ja. Okay, gut. Dann kannst du ja jetzt gleich bei unserer Dart-Challenge alles geben. Julia Krajewski hat nämlich schon stark vorgelegt. Bist du Machen bereit? wir. Gut. Okay. Ganz an Julia drangekommen bist du noch nicht, aber trotzdem eine gute Leistung von euch beiden. Wir danken dir, dass wir heute hier sein durften bei euch. Danke für euren Besuch. Es hat super viel Spaß gemacht, euch zuzusehen, wie ihr mit den Pferden arbeitet. Super schön. Und wir sind auch schon wieder am Ende unserer Magazinfolge, wieder mal viel zu früh. Allerdings könnt ihr der Folge einen Daumen hoch geben, wenn es euch gefallen hat und uns natürlich kostenlos abonnieren. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal.